Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist schon Tag 99 unseres B1-Kurses. Kaum zu glauben, oder? Ihr habt den ganzen A2-Teil bis Tag 60 geschafft und seid jetzt so kurz vor der 100. Riesenglückwunsch von uns, dass ihr so weit gekommen seid. Ja, wirklich toll. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Heute haben wir wieder ein super relevantes Thema. Wir schauen uns die Digitalisierung im Alltag an. Genau. Und keine Sorge, das wird jetzt keine komplizierte Technikstunde. Es geht um 15 Wörter, die ihr wirklich jeden Tag braucht, wenn ihr euer Handy benutzt, Apps öffnet oder im Internet unterwegs seid. Absolut. Und wie immer haben wir am Ende eine kleine Geschichte für euch, in der alle neuen Wörter vorkommen. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Und es gibt dann ja auch wieder ein separates Video mit Fragen zur Geschichte, um euer Verständnis zu testen. Richtig. Und denkt an unsere Lieblingsmethode, das Shadowing. Hört uns zu, macht eine kurze Pause und sprecht dann alles laut und deutlich nach. Das ist das beste Training für eure Aussprache. Perfekt. Dann lass uns mal direkt starten. Unser Alltag ist ja voll von digitalen Treffpunkten. Das bringt uns schon zum ersten Wort. Da denke ich an Webseiten oder Apps, auf denen ganz viele Leute zusammenkommen. Du meinst sicher die Plattform, oder? Genau, die Plattform. Im Englischen ist es ganz einfach. Platform. Eine Plattform ist eine Webseite oder eine App, auf der Nutzer ganz verschiedene Dinge tun können. Also zum Beispiel Videos ansehen, etwas kaufen und verkaufen oder so wie bei uns, etwas lernen. Es ist quasi ein digitaler Treffpunkt. Okay, also YouTube ist eine Plattform, Amazon ist eine Plattform und Lern-Apps sind auch Plattformen. Ein guter Beispielsatz wäre dann, er nutzt eine Online-Plattform für den Verkauf. Richtig, perfekt. Und wenn man auf so einer Plattform ist, gibt man ja oft persönliche Informationen an. Und die müssen geschützt werden. Das führt uns direkt zum nächsten Begriff. Ja, das ist super wichtig. Du sprichst vom Datenschutz. Genau. Der Datenschutz. Auf Englisch Data Protection. Datenschutz bedeutet, dass deine privaten Informationen, also dein Name, deine Adresse, deine E-Mail, dass all diese persönlichen Daten geschützt werden müssen. Firmen dürfen die nicht einfach ohne Erlaubnis verwenden. Und in Deutschland ist der ja besonders streng, oder? Ich glaube, der Beispielsatz war, der Datenschutz ist in Deutschland sehr streng. Ja, das stimmt. Deswegen muss man ja auch ständig diese Cookie-Banner wegklicken. Man sollte da wirklich immer mal kurz in die Einstellungen schauen. Absolut. Okay, viele Dienste auf solchen Plattformen, zum Beispiel für Musik oder Filme, kosten ja Geld. Und dafür gibt es oft ein ganz bestimmtes Bezahlmodell. Du meinst, wenn man einen festen Preis pro Monat zahlt. Genau. Das ist dann die Flatrate. Richtig. Die Flatrate, auf Englisch Flatrate. Bei einer Flatrate zahlt man einen festen Preis, meistens monatlich, und kann dafür einen Dienst unbegrenzt nutzen. Kennt man ja vom Handyvertrag für unbegrenztes Internet. Ein guter Satz dazu ist, mit dieser Flatrate kann ich unbegrenzt surfen. Perfekt. So, und wenn wir im Internet surfen, finden wir ja ganz viele Inhalte. Bilder, Texte, Musik. Aber die darf man nicht einfach so kopieren und für sich selbst benutzen. Das ist eine wichtige Regel. Da geht es um das Urheberrecht. Genau, das Urheberrecht. Auf Englisch sagt man Copyright. Das Urheberrecht ist das Recht einer Person an ihrem eigenen Werk. Also, wenn jemand ein Foto macht, einen Text schreibt oder ein Lied komponiert, gehört es ihm oder ihr. Man darf es nicht einfach ohne Erlaubnis benutzen. Verstehe. Deswegen steht oft dabei, achten Sie beim Kopieren auf das Urheberrecht. Exakt. Aber das Internet hat ja nicht nur Regeln, sondern leider auch Gefahren. Manchmal lädt man aus Versehen etwas herunter, was dem Computer schadet. Oh ja, ein Albtraum. Du meinst der Virus. Ja, der Virus. Im Englischen ist es dasselbe Wort. Virus. Ein Computervirus ist ein schädliches Programm, das den Computer oder das Handy kaputt machen oder Daten stehlen kann. Da hilft dann nur ein gutes Antivirenprogramm. Der Beispielsatz passt gut. Mein Antivirenprogramm hat einen Virus gefunden. Hoffentlich findet es den immer rechtzeitig. So, jetzt haben wir einige Nomen gehabt. Lass uns mal zu einem Verb kommen. Gerne. Oft muss man ja verschiedene Konten oder Geräte miteinander verbinden. Wie nennt man das, wenn ich zum Beispiel mein Social-Media-Profil mit meiner E-Mail verbinde? Das nennt man verknüpfen. Ein sehr nützliches Verb. Auf Englisch wäre das to link oder to connect.
Verknüpfen bedeutet, zwei oder mehr Dinge logisch miteinander zu verbinden. Okay, und die Perfektform? Die ist hat verknüpft. Ein Beispielsatz wäre, du kannst dein Konto mit dem Handy verknüpfen. Super. Aber bevor man überhaupt etwas verknüpfen kann, muss man ja auf einer neuen Seite erstmal ein Konto erstellen. Dafür gibt es auch ein spezielles Verb. Richtig, und das ist international sehr verständlich. Sich registrieren. Auf Englisch to register. Sich registrieren bedeutet, dass man sich zum ersten Mal auf einer Webseite oder in einer App anmeldet und ein neues Benutzerkonto erstellt. Und das Perfekt ist, hat sich registriert. Also zum Beispiel, Sie müssen sich zuerst auf der Seite registrieren. Genau, das ist immer der allererste Schritt. Perfekt. Ich würde sagen, das ist ein guter Moment für eine ganz kurze Pause. Wenn euch unser tägliches Lernformat hier hilft und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So verpasst ihr keine Folge und bleibt jeden Tag ganz einfach im Lernrhythmus. Und jetzt machen wir direkt weiter. Okay, wir haben uns also auf einer Seite registriert. Was machen wir denn, wenn wir die Seite eine Woche später wieder besuchen? Dann müssen wir unsere Daten eingeben, um wieder reinzukommen. Man muss sich einloggen. Genau, sich einloggen. Auf Englisch to log in. Das bedeutet, sich mit seinem Benutzernamen und Passwort anzumelden, wenn man schon ein Konto hat. Das Perfekt ist, hat sich eingeloggt. Ah, und manchmal klappt das nicht. Dann passt der Beispielsatz. Ich kann mich gerade nicht in mein Konto einloggen. Das ist immer so frustrierend. Oh ja. Und manchmal startet man einen Prozess, zum Beispiel einen Download, und merkt dann, oh, das will ich doch nicht. Oder die Internetverbindung ist schlecht. Man muss den Vorgang stoppen. Dann muss man den Vorgang abbrechen. Richtig, abbrechen. Auf Englisch to cancel. Es bedeutet, einen Prozess oder eine Aktion zu beenden, bevor sie abgeschlossen ist. Die Perfektform ist, hat abgebrochen. Ein typischer Satz wäre, der Download wurde leider abgebrochen. Genau. So, das nächste Verb kennt ihr schon aus unserem kleinen Aufruf eben. Wenn man einen Kanal gut findet und regelmäßig die neuen Videos sehen will, Dann sollte man ihn abonnieren. exakt, abonnieren, auf Englisch to subscribe. Man meldet sich also an, um regelmäßig neue Inhalte zu bekommen. Das Perfekt ist, hat abonniert. Also, wie im Satz, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren. Ein sehr gutes Verb. Absolut. Okay, weg von den Verben hin zu den Adjektiven. Manche Leute wollen im Internet ja nicht ihren echten Namen zeigen. Sie kommentieren oder posten lieber unerkannt. Ah, Sie möchten also anonym bleiben. Richtig, anonym. Auf Englisch anonymous. Anonym bedeutet, dass man etwas tut, ohne seinen Namen zu nennen. Also niemand weiß, wer man ist. Der Beispielsatz dazu ist klar, im Internet möchte er lieber anonym bleiben. Wenn ich online etwas bezahle, dann müssen meine Bankdaten ja sicher übertragen werden. Sie dürfen nicht von anderen gelesen werden. Die Daten müssen also speziell gesichert sein, sie sind verschlüsselt. Verschlüsselt. Ein wichtiges Wort. Was ist das auf Englisch? Encrypted. Verschlüsselt bedeutet, dass Daten so umgewandelt werden, dass nur der Sender und der Empfänger sie lesen können. Sie sind also geheim und sicher. Ah, das ist dieses kleine Schlusssymbol oben im Browser, oder? Das zeigt eine sichere Verbindung an. Ganz genau, das es ist. Der Beispielsatz passt super. Die Daten werden verschlüsselt übertragen. Okay, nächstes Adjektiv. Manche Webseiten sind ja ziemlich langweilig. Man kann nur lesen. Aber gute Lern-Apps oder Webseiten fordern den Nutzer zum Mitmachen auf. Ja, sie sind interaktiv. Interaktiv. Auf Englisch interactive. Das bedeutet, der Nutzer kann aktiv etwas tun. Auf Dinge klicken, Kommentare schreiben, an Umfragen teilnehmen, eben interagieren. Und der Beispielsatz lautet, die Webseite ist sehr interaktiv gestaltet. So macht Lernen auch viel mehr Spaß. Gut, für all diese Dinge, surfen, streamen, lernen, brauchen wir natürlich eine Sache durchgehend. Nicht nur für eine Minute. Du meinst eine Internetverbindung, die immer da ist. Also eine permanente Verbindung. Genau, permanent. Auf Englisch auch permanent. Es bedeutet dauerhaft, ständig, ohne Unterbrechung. Der Satz dazu ist, eine permanente Internetverbindung ist nötig. Ohne die geht heute fast nichts mehr. Das stimmt. So, wir sind beim letzten Wort für heute angekommen. Wenn eine App nicht kompliziert und schwer zu bedienen ist, sondern ganz, ganz einfach. Dann ist sie simpel. Simple. Ein schönes, kurzes Wort, auf Englisch simple. Es ist einfach ein anderes Wort für sehr einfach oder unkompliziert. Und der Beispielsatz sagt alles. Die Bedienung der App ist wirklich simpel. Super.
Das waren unsere 15 Wörter für heute. Und jetzt, wie versprochen, packen wir all diese Wörter in eine kleine Geschichte. Hört bitte ganz genau zu. Paul wollte eine neue Sprache lernen und hat eine tolle Online-Plattform gefunden. Bei der Anmeldung war ihm der Datenschutz sehr wichtig, er hat sich alles genau durchgelesen. Er entschied sich für eine monatliche Flatrate, um unbegrenzt auf alle Lektionen zugreifen zu können. Zuerst wollte er ein Profilbild von seinem Lieblingsschauspieler hochladen, aber er musste auf das Urheberrecht achten und hat dann doch ein eigenes Foto genommen. Plötzlich wurde sein Computer ganz langsam. Er bekam Angst vor einem Virus und startete sein Antivirenprogramm. Zum Glück war alles okay. Später am Abend versuchte er sich wieder einzuloggen, aber die Verbindung schien immer wieder abzubrechen. Das war seltsam. Paul musste sich am nächsten Tag auf der Seite komplett neu registrieren. Er musste sein neues Konto auch mit seiner E-Mail-Adresse verknüpfen, um es zu bestätigen. Eigentlich wollte er beim Lernen lieber anonym bleiben, aber die Seite war seriös und er wusste, dass seine Daten verschlüsselt übertragen werden. Die Lern-App war total interaktiv mit vielen Spielen und Quizfragen. Die Bedienung war absolut simpel. Er war so zufrieden, dass er sofort den Newsletter der Seite abonnieren wollte, um eine permanente Information über neue Kurse zu bekommen. Das war unsere Geschichte mit allen 15 Wörtern. Super. Jetzt seid ihr dran. Wir würden uns total freuen, wenn ihr eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare schreibt. Wir lesen uns das sehr, sehr gerne durch. Ja, unbedingt. Übung ist alles. Und wenn ihr keine Lektion mehr verpassen wollt, dann abonniert am besten den Kanal. So ist es. Morgen geht es hier dann weiter mit einem ganz anderen, aber auch total wichtigen Thema. Genau. Morgen sprechen wir über nachhaltigen Konsum. Es geht darum, wie wir bewusster einkaufen und im Alltag ein bisschen besser auf die Umwelt achten können. Ein super Thema. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut und bis morgen. Bis morgen. Tschüss.